So, die Aufnahme läuft. Das ist eine neue Podcast-Episode, die wir heute aufnehmen. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht und haben die Episode Still erklärt, barrierefreie Videotutorials genannt. Und ich habe die freundliche Tamara Badikian zu Gast heute. Genau, kurz vorab, Tamara, bevor du dich vorstellst und deine Informationen uns schenkst heute. Ich weise wie immer am Anfang kurz auf unseren Districo-Wertekompass hin. Das ist so ein kleines Leitwerk, wo wir ein paar Dinge reingeschrieben haben, was uns wichtig ist, wie wir auch mit Menschen umgehen möchten. Und wenn irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl hinterher haben, dass sie gegebenenfalls dort nicht gut abgebildet sind, dann einfach an podcast@distrigo.de im Nachhinein eine E-Mail schreiben und dann können wir dort sämtliche Fragen beantworten und auch gegebenenfalls Dinge richtigstellen. Ich denke, das wird uns nicht passieren, aber das so ein kleines bisschen Housekeeping am Anfang finde ich immer ist ganz gut. Tamara, ich werde dir eine Steilvorlage liefern. Und zwar hat Tamara einen YouTube-Kanal, der heißt auch Still erklärt und nur so als kleine Hook am Anfang. 19 Videos Inhalt, 485 Abonnentinnen und Abonnenten. Und das meistgeklickte Video hat 43.356 Ansichten mit 30 Kommentaren und 874 Likes. Ich denke, da ist allein schon deswegen eine gewisse Relevanz von dem Thema zu erkennen. Das wollte ich einfach ganz kurz mir so 2, 3 Zahlen am Anfang hier habe ich mir das aufgeschrieben mal. Ja, Tamara, the stage is yours. Erzähl uns was zu deinen persönlichen Beweggründen und was hast du für Dinge mitgebracht, gegebenenfalls. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Vielleicht kurz einfach mich vorstellen. Also ich bin Tamara Badikian. Ich arbeite als Data Analyst in Berlin und nebenbei mache ich diese Tech-Tutorials, was du gerade erwähnt hast, auf YouTube. Da erkläre ich bisher nur Excel in Videos mit sichtbaren Untertiteln, ruhigem Tempo und einfacher Sprache. Meine ersten Videos waren still und daher kommt auch der Name vom Kanal Still erklärt. Genau. Okay, das ist spannend. Das bedeutet, du erklärst dort technische Informationen, die bringst du den Leuten näher. Und wie genau ist das Thema denn vielleicht auch zum Thema der Barrierefreiheit in Verbindung zu bringen? Also hast du da irgendwie auch eine persönliche Geschichte dazu? Ja, da kann ich gerne erzählen. Also ich bin Quereinsteigerin in Data Analytics und vieles, was mir diesen Quereinstieg ermöglicht hat, habe ich dank YouTube gelernt. Deshalb habe ich von meinem Partner immer wieder so geschwärmt von YouTube, wie viele kostenlose Videos da gibt, wie viel man kann lernen. Und seine Reaktion darauf, mein Partner ist schwerhörig, seine Reaktion darauf ist ja, das ist einfach für dich. Weil für ihn diese Videos sind anstrengend, die automatische Untertiteln, besonders wenn die Sprache voller Fachjargon ist, ist nicht so einfach zu folgen. Und besonderes auch, wenn man die Screencast-Tutorials guckt, also die Videos, wo das Bildschirm abgefilmt wird. Da wird Mhm. normalerweise schnell gesprochen und gleichzeitig etwas gezeigt. Man soll den Untertiteln folgen und die Demonstration, beides zu selber Zeit und ganz oft, also mein Partner erzählt dann, es ist bei ihm diese Luke und er muss raten und dann schauen, noch mal raten. Und quasi dieselbe Videos, die mir neuen Beruf ermöglicht haben, waren für ihn kaum nutzbar. Das war dann schon der Anstoß, das selber Tutorials zu erstellen. Ähm, und um den kleinmöglichen Schritt für mich, also zu wagen, viel Entscheidung auf Excel, weil ich das nutze in meiner alltäglichen Arbeit und sogar unterrichtet habe Excel. Ähm, und habe ich auch kurz recherchiert im Netz und gesehen, also auf YouTube, dass es sind keine Excel-Tutorials, die Mhm. geeignet sind für diese Zielgruppe. Und dann dachte ich mir, Ja. oh, vielleicht habe ich eine Nische gefunden. Und ja, allerdings
eine andere Schwierigkeit war, dass meine Gebärdenkenntnisse sind nicht gut genug. Ich kann nicht durchgängig gebärden. Deswegen, die Videos sind nur ab und zu Gebärden, wo ich, keine technische Sachen erkläre, sondern also dazwischen: „Das kann schnell gehen, wenn du magst, oder spart dir Zeit“, so Mhm. was. Und, ja, aber vielleicht kann ich dazu mehr später erzählen, zu meinen Ja, immer noch Struggle zu, Gebärden, obwohl ich ja. also, keine perfekte Kenntnisse habe. Anfängerin kann man auch sagen in DGS, in deutscher Gebärdensprache. Okay, ist stark. Da bist du mir technisch und auch vom Wissen her voraus. Ich habe mich auch bisher mit dem deutschen Gebärdensprachthema auch nur oberflächlich beschäftigt und wir haben auch gerade aktuell, kann ich vielleicht auch kurz hier erwähnen, unser eigenes Leistungsportfolio professionell in einem deutsche Gebärdensprachvideo vertont und also in Bildern und in Ton produziert und haben das veröffentlicht auch, um einfach auch letztendlich aus Marketing-Sicht das Wissen letztendlich zu transferieren und auch mit bestem Beispiel voranzugehen, ne? Das auch nur so kurz als kleiner Werbeblock in dem Zusammenhang. Aber, also, ich finde es halt super spannend, vor allen Dingen auch, wenn man dort, ähm, die Zielgruppe abbildet im besten Fall, ne? Also, wenn man auch wirklich Dolmetscherinnen und Dolmetscher oder auch letztendlich die Personen, die das wirklich von sich auch tagtäglich brauchen, als Schauspieler oder als darstellende Personen auch letztendlich, wie sagt man das genau? Also, im Prinzip als Gebärdensprachdolmetscher auch beschäftigt selber, ne? Das finde ich halt super wichtig dabei. Ja, Genau. das ist tatsächlich sehr wichtig, und, die gehörlosen oder schwerhörigen, Community hat mir auch das zurückgespiegelt, dass, quasi ja, um wirklich angenommen zu werden oder akzeptiert zu werden, man braucht auf der Seite eine Muttersprachlerin, Muttersprachler, Mhm. das, DGS kann. Und, aber wenn ich das machen würde also bis jetzt verdiene ich nix mit YouTube. Das ist quasi mein Side-Projekt. Ich mache das neben meiner voller Stelle und, das wird dann mit Kosten und, ich versuche erst mal das zu sparen. Deswegen habe ich für mich durch also so eine Zwischenweg gefunden, dass ich, nicht Genau. durchgängig, aber ab und zu so gebärde. Also, du baust auch eigene Elemente mit ein dabei. Das heißt, du hast ein paar von diesen Gebärden selbst gelernt und bringst sie dann in dem Video zum Teil auch zum Einsatz. Ja. Genau, genau. Und, also und, ich habe Qualitätssicherung von meinem Partner immer. Ich, schicke die Videos und Mhm. ist das so? Habe ich richtig gebärdet? Weil, ja, Gebärdensprache ist eigenständige Sprache, hat eigene Grammatikregeln und, ja, obwohl, ich muss auch sagen, mit meinem Partner, wir nutzen keine DGS, sondern begleitende Gebärden. Das ist ein bisschen anderes. Das also folgt die Lautspracheregeln. Mhm. Ähm, ja, aber in Videos versuche ich DGS. Allerdings, es ist alles so Experiment für mich, Oliver. Jedes Okay. Mal, ich versuche, einen Schritt besser zu werden. Das Ja. das ist das trifft dich das ist meine Vorgehensweise. Immer autodidaktisch die Dinge selber versuchen umzusetzen und dann Schritt für Schritt sich in Themen reinzuarbeiten, ist auch genauso mein Weg. Also, ich kann auch wenig in der Theorie irgendwelche Dinge mir aneignen, da bin ich nicht für gemacht. Ich kann besser auch die Dinge autodidaktisch mir selbst irgendwie aneignen. Das deckt sich sehr mit meiner Vorgehensweise. Dann lass uns doch mal vielleicht über diese Barrierefreiheit von Videos sprechen und mal so einen Punkt weiterkommen vielleicht noch. Und zwar, was denkst du denn, macht ein Video wirklich barrierefrei? Wenn wir das jetzt mal uns so ein bisschen in ein paar Unterpunkte aufteilen. Wie würdest du das einschätzen? Mhm. Also vollständig barrierefrei wäre dann Untertiteln zum Umschalten, äh, eine Audiodeskriptionsspur, eine Gebärdensprachespur, Tempokontrolle und vollständige Transkript. Und, das Interessante daran, diese Funktionen sind nicht nur Funktionen für Barrierefreiheit, sondern auch Lernfunktionen, Lernfeatures. Ja.
ein Beispiel. Wer schon mal einen Kurs über edX oder Udemy gemacht hat, kennt das. Da läuft dann das Transkript direkt neben dem Video mit und man kann also gleichzeitig lesen und hören, das Tempo einstellen und im Transkript kann man auch Schlagworte geben. Moment mal, was war das? Also immer nachschlagen und nachlesen und also diese ganze Barrierefreiheitsfeatures dann helfen einem zu lernen. Ist das nicht so, Oliver? Das kann ich so bestätigen, 100%. Ich bin total der Fan davon. Also, ich habe mich selbst auch für einen Kurs, wo es um das, barrierefreie Lehren ging, vorbereitet und habe dort auch, 'nen Kurs besucht und auch ein Zertifikat, abgeschlossen. Und dort habe ich auch ganz gezielt mich darauf vorbereitet, mir Dinge auf die Art und Weise zu also, ich habe zum Teil Videos gesehen, die untertitelt waren, um dort auch den Inhalt einfach aus verschiedenen, Sinnen wahrnehmen zu können. Und das ist, Mhm. denke ich, eine absolute Unterstützung. Also, Untertitelung generell, wo man auch manchmal fehlen ja auch nur einzelne Wörter, die man vielleicht vom Fachlichen her nicht richtig kennt oder wenn es um Themen geht, die einem fremd sind, dann erbringt das oft ganz viel, ne? Oder im Social-Media-Bereich sowieso, ne? Das ist nachgewiesen, also, dass nahezu alle Konsumenten im Internet, die Videos, auf, Social-Media-Kanälen konsumieren, 'n Großteil dieser Leute hat, Untertitelpräferenz. Ist nachgewiesen, ne? Also, man verpasst wirklich viel, wenn man einfach dort einen geringen, Wert drauf legt, wie die Qualität von Untertitelung ist. Das sehe ich genauso. Ja, genau, genau. Und, also nochmal zu diesen Lernbedürfnisse würde ich gerne was sagen. Das Ja, ist bitte. genauso wie mit Barrierefreiheit, also die Bedürfnisse für Barrierefreiheit. Barrierefreiheit für einen Screenreader-Nutzer ist völlig anderes als Barrierefreiheit für einen gehörlosen Menschen. Und für jemanden mit Legasthenie ist das auch völlig anderes für jemanden als mit ADHS. Legasthenie hilft dann Audio, klare Typografie und dann ADHS, klare Struktur, kurze Absätze, vielleicht wenig Ablenkung im Bild. Und dann also eine Kollegin von mir sie kann nichts lernen übers Hören. Sie macht das ausschließlich und sie hat ein schwieriges Studium Medizin abgeschlossen. Bei mir ist eher Hören oder gleichzeitig. Also, wenn ich ein lange Artikel auf Internet, also im Browser lesen muss, dann schalte ich diese Vorlesefunktion auf so Super. höchste Geschwindigkeit und gleichzeitig und dann irgendwie Ja, diese gleichzeitig zu machen, hält mir auch so im geht Fokus mir und nicht so, Ablenkung. Machst du geht auch mir so? kann ich komplett nachvollziehen, geht mir genauso. Ich habe auch schon Studieninhalte oder Theoriewissen, was ich lernen musste, formatiert. Also, wenn das eine Datei war, die vielleicht auch wo Dinge überflüssig waren oder zu umfangreich waren, habe ich mir das auch noch bevor KI-Tools und sowas gab, habe ich mir die Textinhalte versucht in verständlicher Sprache kurz zu formulieren, also zu komprimieren den Inhalt und auch selbst das native Word-Programm, also einfach ein ganz normale Textprogramm, hat eine super Vorlesefunktion, die ist super hochwertig und dann kann man auch ganz toll Dinge mitlesen und gleichzeitig mit dem Kopfhörer sich das aufs Ohr packen. Ist für mich auch ein super Weg, da Dinge aufzunehmen oder einfacher, ne? Also, ich kann das Mhm, voll nachvollziehen, ne? Es ist so, ja. Okay, dann sind wir da 'n Punkt weiter. Das ist spannend, auf jeden Fall. Gucken wir generell mal in deinen Ablauf so 'n bisschen rein. Wenn du jetzt so 'n Video produzierst, wie ist da dein Ablauf? Wenn du jetzt so 'ne hast du dir da irgendwie 'ne Art, Workflow zurechtgelegt oder so 'ne Art, Vorgehensweise? Wie was kannst du da uns teilen? mhm. Ja, gerne. Also, ich habe, so eine Liste von Themen, die ich sammle. Es ist auf meinem Handy, so Apple Notes, wenn mir was einfällt oder auch auf der Arbeit selber denke ich mir: „Oh, aber das könnte interessant sein. Moment mal, ich selber weiß ich nicht oder nutze ich auf der Arbeit.“ Dann sammle ich das und dann an dem Zeitpunkt, wo ich ein Video erstelle, dann suche ich mir einfach einer von diesen Punkten aus. Das ist ein bisschen so Bauchgefühl. Und die Videoproduktion an sich, fängt bei mir mit dem Thumbnail, an. Also, Thumbnail ist diese Vorschaubild und das habe ich von YouTubern gelernt. Bestimmt kennst du, MrBeast. Ich glaube, man sagt, das ist dieser,
Quote ist von ihm: „If nobody clicks, nobody watches." Und die einfach empfehlen, wirklich, bevor man das Video aufnimmt, den Thumbnail zu erstellen. Thumbnail und Titel. Und das mache ich, weil man muss drauf achten. Alles, was ich in Thumbnail und in Titel versprochen habe, hält mein Video oder nicht, weil dann ist es Clickbait. Oder auch die Richtung, gehe ich in der Richtung. Ich habe also für Thumbnail zum Beispiel entschieden, es geht um Zeitsparen mit Excel arbeiten. Dann muss ich in meinem Untertiteltext oder ja, den Text dieser Aspekt hervorheben. Wenn was anderes, dann was anderes. Genau. Dann fängt Thumbnail und Titel ja, Titel entstehen. Dann kommt das zu Skript für Skript, ich schreibe einfach runter, wie ich denke. Zum Beispiel dieser Hook. Es fängt mit diesem Hook an und dann Mhm. die letzte Zeit nutze ich, muss ich sagen, immer wieder dieselbe Hook. Deine Chefin möchte von dir kurzfristig irgendwas erledigen in Excel oder also mit Problem fange ich an. Und Ja. ich arbeite mit Claude Cowork. Da habe ich meine Prinzipien quasi da dargestellt, dass jeder Untertitel soll Maximum so viele Zeichen haben. Untertitel darf nicht länger als 2 Zeilen sein, und einfache Sprache. Dann einfach quasi schreibe da rein, wie ich denke, dass das Video laufen soll und dann der Cowork macht das nach meinen Prinzipien in einfacher Sprache. Dafür nutze ich KI, ja. Und wenn das Skript entsteht, dann mache ich das händisch, übertrage ich jede Zeile, quasi jede Untertitelzeile in DaVinci Resolve. Also für Video Editing nutze ich DaVinci Resolve. Das kostenfreie Version, kein kostenpflichtig. Und weil ich meine Videos angefangen habe, still. Deswegen alles dreht sich um Untertiteln. Also Untertiteln rein und wenn ich merke, Untertiteln ist etwa lang, dann versuche ich auch den Schnitt länger machen. Ja, nach Untertiteln mache ich dann Screen-Aufnahme, wo also quasi ich zeige, ja, gehst du auf die Datei, klickst du da et cetera. Und da versuche ich, diese Tempo ich struggle immer noch. Ist das jetzt Mhm. zu langsam? Ist das schnell? Ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Ich bin immer noch am Lernen, weil, auf die Video, was du erwähnt hast, dass es so Ja, viele Kommentare hatte, ganz viele haben geschrieben: „Zu lange, zu lange." Und ich dachte mir: okay. Warum ist das zu lange?" Weil ich das Schnitte ein bisschen länger gemacht habe. Aber Das Gehörlosen oder mein Partner selber gibt mir dann Feedback, ich kann nicht gleichzeitig, also da lesen und da oben schauen, wo du jetzt dein Cursor hast, das ist zu viel. Und diese, ja, goldene Weg habe ich noch nicht gefunden. Gute ist ja daran, wenn ich das nativ also YouTube selber hat ja nativ die Möglichkeit, auch das Tempo zu ändern. Das heißt, da sehe ich gar nicht so das riesengroße Problem. Man kann ja auch selbst bei dem Player das Tempo reduzieren oder erhöhen, wenn man das möchte sogar. Wäre jetzt so aus dem Stegreif meine Antwort, auch die ich mir darauf selber geben würde. Dann kann man ja auch noch ein bisschen das justieren, ne? Also, weil für was ist das perfekte Sprechtempo? Ist ja super schwer, ne? Mhm. Und also, insofern könnte das vielleicht auch noch mal 'n Punkt sein. Aber ist natürlich spannend, wie dass du auch so ein paar Einblicke gibst, was du da für Software nutzt und für Skills die angeeignet hast. Genau. Es Generell ist also, du musst es jetzt nicht im Detail du musst ja nicht uns alle deine Insights verraten. Es ist ja auch ein bisschen so ein bisschen es soll ja auch neugierig machen, das Video. Vielleicht hat ja jemand Interesse daran, das zu erfahren. Also, letztendlich, das kann ich hier auch kurz erwähnen. Also, Tamara ist ja dann auch darüber erreichbar über den, Kanal und man kann sie sicherlich auch dort, entsprechend kontaktieren. Das wird auch so sein, dass in den Shownotes hinterher ich den YouTube-Kanal auch entsprechend verlinke und so weiter. Und dann kann man ja schauen, auch gegebenenfalls, was dort darüber hinaus für konkrete Sachverhalte auch entstehen. Genau. mhm. Ja, das ist, ganz spannend ist das. Also, ich versuche jedes Mal besser verbessern und habe ich auch viel profitiert von dem Feedback von
Barrierefreiheitsexperten-Community. Zum Beispiel, kennst du auch vielleicht Alexandra Schreiber hat mir gesagt, warum also, du könntest einfach Voiceover zu deinen Videos, zu tun und damit auch, quasi, ähm zugänglich für Menschen mit Sehbehinderung machen. Also, total diese Voice-over auszuschließen, wäre keine gute Idee. Dann dachte ich mir: Okay, vielleicht mache ich das.“ Dann habe ich das Voice-over dazu jetzt getan. Und dann, hat, Olivia Richter hat gesagt, „Pass auf, deine Rahmen“, ich habe, am Anfang benutzt diese, wo ich, Aufmerksamkeit lenken möchte. Die Rahmen sind rot und sie rotieren ganz schnell. Hat gesagt: vielleicht Mhm. kannst du da aufpassen.“ Jetzt habe ich gelbe Rahmen und die sind nicht mehr so schnell. Also, jedes Mal versuche ich einen Schritt, also diese Barrierefreiheit, was man in Theorie geht, der kennt, zu berücksichtigen. Aber meine Videos sind noch nicht barrierefrei. Die sind, ich würde so sagen, die sind zugänglich für die Zielgruppe Gehörlose und Schwerhörige durch sichtbare gute Untertitel und dank einfacher Sprache auch für Menschen, die einfache Sprache bevorzugen, aber oder Deutsch nicht als erste Sprache haben, oder auch einfach diese situative, Behinderung, wenn man müde ist und bevorzugt einfach nicht zu viel diese Fachjargon zu haben. Genau, so würde ich bezeichnen meine Video-Barrierefreiheitsstand. Okay. Ohne jetzt das Feedback, was da eingeflossen ist, zu kritisieren. Trotzdem stelle ich mir jetzt gerade bei einem gelben Fokusrahmen auch gegebenenfalls ein Kontrastproblem vor. Also, wenn jetzt der Hintergrund zu hell oder hell ist und das je nach Gelb, Hexcode oder Farbton ist es vielleicht auch noch, also man sollte vielleicht auf jeden Fall sich die Situation anschauen. Nicht, dass dann vielleicht irgendwo im Video gerade im Hintergrund eine weiße Tabelle ist, die jetzt einen gelben Rahmen hat, dann könnte das auch ein Kontrastproblem sein. Das fällt mir jetzt nur spontan dazu ein. Aber, ich möchte es nicht bewerten. Also, man müsste es im Einzelfall prüfen und gucken, wie es eingesetzt ist, ne? Es ist sau schwierig. Es ist wirklich verdammt schwierig, universelles Oder? Design zu machen. Universelles Design ist wirklich die Königsdisziplin, weil sie hilft allen. Hat niemand den Nachteil davon. Ja, es hat keiner einen Schaden davon. Also, gute Kontraste, gute, Typografie, Lesbarkeit et cetera, die hat keine Nachteile, hat nur Vorteile so, ne? Und deswegen ist es natürlich auch gut, dass du da dieses Feedback einfließen lässt. Das ist super wertvoll, und wenn man da auch eng mit der Community zusammenarbeitet und vernetzt ist, dann ist das super, wenn man da auch natürlich ehrliche Rückmeldungen bekommt und die dann wiederum auch von vielleicht verschiedenen Personen sich gegenbestätigen lässt. So ähnlich wie du es schon am Anfang auch mit deinem Partner beschrieben hast, ne? Dass, wenn du jetzt vielleicht selbst Gesten, lernst und die durchführst oder auch dort einbaust und dann, wenn man dann noch mal 'ne Person hat, die das auch wirklich prüfen kann, das ist, glaube ich, der absolut richtige Weg. Ja. Ja, ja. Allerdings, ich versuche nicht so dogmatisch drauf schauen. Ich versuche auch mir selber diese Freiheit zu geben. Das ist ein Ort für mich, wo ich experimentiere und lerne, und es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Weißt du, wenn Oliver ich gedacht hätte, es muss alles perfekt sein, dann gäbe kein Videos. Weil ein Video, also ein fünfminütigen Video, also, ich brauche gute 3 Arbeitstage, 21 Stunden, im besten Fall, ich weiß nicht, 16 Stunden. Ähm, Das ist viel Arbeit, das da reingeht in dieser, DaVinci Resolve, Editing. Und, manchmal, okay, ja, ich versuche so bald, so gut wie möglich zu machen, aber das ist auch ein bisschen so, Bauchgefühl sagt, es könnte ein bisschen stärker rotieren oder so. Also, Mhm. das erlaube ich mir. Ist auch so. Das ist super. Mhm. Ja, die Lernkurve und auch diese Bereitschaft, Fehler selbst zu machen und daraus zu lernen, das ist, glaube ich, auch der einzig richtige Weg, den durchlaufe ich seit Jahren. Also, wenn ich jetzt sehe, was ich für einen Anfangspunkt hatte und was wir jetzt machen zum Teil, wo das sich hinentwickelt hat, dann da das dahin kommt man ja nicht einfach so mit einem Lehrbuch, ne? Das macht man einfach, autodidaktisch und auch instinktiv, natürlich auch aufgrund der Nachfrage, die entsteht, und auch aufgrund von den, Problemstellungen, die man eben entdeckt und wo man auch Lösungen dafür erarbeitet. Das ist
also ich finde das super spannendes Thema und deswegen fand ich es toll, dass wir da in Kontakt gekommen sind und dass wir da das einfach mal heute machen und uns darüber unterhalten und hier so ein bisschen auch den Hintergrund mal beschreiben und erklären. Das ist, wie ich denke, ganz sicher auch für Leute spannend und wir werden da darüber hinaus bestimmt die eine oder andere Rückmeldung erhalten. Davon bin ich fest überzeugt. Und genau, wollen wir vielleicht noch irgendwie das final sagen, was für wichtige Erkenntnisse können wir denn am Ende noch mal so zusammenfassen, wie denn wirklich ein barrierefreies Video oder ein maximal den meisten Personen wahrnehmbares Video entsteht? Ja, außer Theorie hier zu wiederholen, ich glaube, da hätte ich, nicht so viel Weisheit sagen können. Aber was ich einfach, gerne ermutigen würde, ist, dass, man fängt einfach mit etwas an und, Momentum beats Perfectionism, einfach anzufangen, um perfekt okay, ich weiß, es ist nicht perfekt und, sich nicht so viel hinterzufragen. Zum Beispiel, ich habe große Probleme, meine Stimme nachhinein zu hören. Oh, Mhm. ich denke mir: „Oh mein Gott, klinge ich wirklich so?“ Interessanterweise, Bild ist okay, mit Bild kann ich gut umgehen, aber Stimme, kann ich nicht mal. Also, für Editing, das macht mich wahnsinnig. Und also, ja, also einfach, um perfekt anzufangen und dann, die Reise führt irgendwo. Zum Beispiel, guck mal, ich sitze jetzt mit dir und, in deinem Podcast, wo vorher ich, also Expertinnen, Experten gehört habe. Also, ja, es öffnet die Tür und, ähm, es macht auch Spaß. Es ist viel Arbeit, das da reinfließt und viel Unsicherheit, aber, auch es ist, gut zu wissen, es ist okay, nicht perfekt zu sein. Also, das wäre dann vielleicht meine Botschaft, dass, viele sollen einfach versuchen, mit YouTube oder andere Kanäle, was darzustellen. Super sympathisch, super spannend. Tolles Schlusswort. Ich möchte da gar nicht das in die Länge ziehen. Also, wie bereits schon erwähnt, ich schreibe im Nachgang, in der Nachbearbeitung auch die Informationen, die Tamara uns heute geliefert hat, beziehungsweise auch die Quellen in die, Shownotes und werde das entsprechend auch so zugänglich machen und auch professionell nachbereiten. Und ja, ich danke dir ganz freundlich, Tamara, dass wir heute diese spannende Konversation hatten und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass wir in dem Zusammenhang die ein oder andere Sache vielleicht hier ins Rollen bringen, vielleicht auch ein bisschen Sichtbarkeit kriegen und es ist ein super spannendes Thema. Ich kann dir sehr, sehr viel Mut zusprechen, da dran zu bleiben und das weiter zu verfolgen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Okay, dann vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer vorweg auch und gerne auch, falls es irgendwelches Feedback gibt, lass uns das wissen. Auch wir sind nicht perfekt. Wir lernen mit jeder Aufnahme, mit jedem, Beitrag dazu und das soll auch gern so weitergehen. Ich hoffe, das ist ein spannendes Thema und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Tschüss.